Auf Social Media und in den Kommentaren lese ich immer wieder folgende Fragen. Wo bekomme ich Hartschaum zum Basteln her? Und welche Sorte ist die beste? All dies möchte ich in den folgenden Minuten ausführlich beantworten und vor allem erklären, was bei Hartschaumsorten besonders wichtig fürs Geländebau-Hobby ist. Außerdem gibt's noch ein paar praktische Videotipps und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Zunächst zum Namen des Materials. Die exakte Bezeichnung des Kunststoffes lautet extrudiertes Polystyrol, kurz XPS. Das ist nicht zu verwechseln mit expandiertem Polystyrol, kurz EPS. Diese weißen und meist zusammengepressten Kügelchen kennt man landläufig als Styropor. Extrudiertes Polystyrol, also XPS, ist deutlich dichter gepresst und daher besonders luft- und wasserundurchlässig. Und weil das Material letztlich eine Schaumstoffart ist, wird es auch Hartschaum genannt. XPS bzw. Hartschaum wird normalerweise von der Bauindustrie als hochwertiger Dämmstoff zum Isolieren von Gebäuden und zur Trittschalldämmung genutzt. Entsprechend ist Hartschaum in größeren Baumärkten und vor allem im Baustofffachhandel zu finden. Dort habt ihr übrigens auch die größte Auswahl, denn es gibt zahlreiche Qualitätsunterschiede, Hersteller und Produktnamen. Austrotherm, Floormate, Jacodur, Roofmate, Swisspor, Styrofoam und das bekannte Styrodur von BASF. Hierbei sagt die Farbe des Hartschaums übrigens nichts, aber auch wirklich gar nichts über dessen Qualität aus. Grüner Hartschaum ist nicht automatisch der beste, denn selbst BASF bietet ihr grünes Styrodur in verschiedenen Qualitäten an. Viel entscheidender ist die bei der Herstellung eingesetzte Pressdichte bzw. Pressstärke bzw. Druckspannung, die in Kilopascal angegeben wird, kurz kPa. Es gilt, je höher der kPa-Wert, desto fester ist der Hartschaum. Für den Geländebau sollte der Wert bei um 300 kPa liegen. Damit ist der Hartschaum nicht zu fest und kann mühelos zugeschnitten und strukturiert werden. Das für den Geländebau aber wichtigste Merkmal ist die Hartschaumoberfläche. Die sollte möglichst glatt sein, was ihr mit einer kleinen Schnittprobe mühelos feststellen könnt. Denn ist eine frische Schnittkante porös wie ein Küchenschwamm, ist der Hartschaum maximal für später unsichtbare Unterkonstruktion geeignet. Ist die Schnittkante allerdings nahezu glatt, ist die Sorte prima fürs Basteln. Neben Baumärkten, dem Baustofffachhandel und Online-Portalen könnt ihr Hartschaum aber auch auf Baustellen bekommen. Fragt dort einfach freundlich nach Resten. Denn weil die Entsorgung von XPS und EPS den Baufirmen Geld kostet, werden Reste meist gerne verschenkt. Und oft sind diese Abfallstücke sogar so groß, dass sie locker für mehrere Geländebauprojekte reichen. So, und welche Hartschaumsorte ist nun die beste für den Geländebau? Nun, das Styrodur 3000 CS von BASF ist schon mal eine gute Wahl, denn es hat mit 300 kPa eine gute Pressdichte und nur eine minimal poröse Oberfläche. Das zum Beispiel 5000er Styrodur mit 700 kPa von BASF ist hingegen deutlich fester, entsprechend schwerer zuzuschneiden, aber besonders prima, wenn es bei dünnen Teilen auf hohe Stabilität ankommt. Ich verwende ansonsten auch gerne Floormate und Roofmate von Dow Chemical. Besonders Roofmate SLA, da dessen Oberfläche wirklich extrem glatt ist. Allerdings ist dieser Hartschaum dafür etwas weicher und druckempfindlicher. Ansonsten entscheide ich mich meist ganz nach Projekt. Geht es um den Bau von Gebirgen oder Landschaften, kann es auch mal eine zweitklassige Sorte mit rauerer Oberfläche sein. Also, fragt am besten immer auf Baustellen nach Gratisresten, so habt auch ihr immer einen guten Mix zu Hause und irgendwann für jedes Projekt auch den passenden Hartschaum kostenlos zur Hand. Apropos Bauen, in der Videobeschreibung und im oben angepinnten Kommentar findet ihr einige TWS-Videotipps rund ums Basteln mit Hartschaum. Darunter Allgemeines zum Proxon Thermocut, die wichtigsten Basic-Tools zum Schneiden, besondere Schneidetechniken und wie ihr euch die nützlichsten Werkzeuge ganz einfach selbst bastelt. Viel Spaß beim Schauen, Schneiden und Schnitzen und wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!